Bock auf richtig cremiges Butter Chicken? Schmeckt definitiv besser als von fast jedem Lieferservice. Oh ja, unheimlich zart, unheimlich saftig und richtig schnell gemacht. Schau dir das Video an. Unbedingt. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute einen Lieferdienstklassiker, nämlich, Butter Chicken. so sieht's aus. Und in der schnellen Variante, also wird gut, wird schnell, wird lecker. Wird viel besser als bei manchem Lieferdienst. Oh ja. Dann schauen wir uns mal die Zutaten an. Ja, wir fangen mal an mit dem wichtigsten Bestandteil. Einmal unser Hähnchen, das sind Hähnchenbrüste. Wir haben diesmal, warum diese gelb sind, das sind Kikok-Hähnchen. Ist eine spezielle Zucht. Die bekommen Mais und die bekommen halt kein Antibiotika. Das ist der große Vorteil davon. Hol die Hähnchenbrust, die du haben willst. Wir haben die guten. Dann Tomatenpassata, Salz, Pfeffer, griechischen Joghurt. Hier bei den Gewürzen muss mir wie immer helfen. Da ist jede Menge drauf. Also von Paprika Eselsüß über Salz, Pfeffer, Chiliflocken, Koriander, Zitronen, Ingwer, Kreuzkümmel, Zimt, habe ich was vergessen, Piment. Also jede Menge, aber alle Gewürzmengen und alle Gewürze werden dir in unserem Rezept aufgelistet. Genau, wie immer. Dann eine Zwiebel, eine große Knoblauchzehe, 2 Limetten, ein bisschen Sahne, ganz wichtig Butter, weil Butter Chicken und Butterschmalz zum Anbraten. Richtig. Ja, dann räumen wir hier mal bei und dann geht es schon ab zum Hähnchen schneiden. So, wir haben jetzt hier unsere Hähnchenbrust und die einfach nur gerade putzen. Das heißt, du hast hier manchmal so ein Innenfilet noch. Kann man auch gerade hier so das Fett, was man nicht haben will, wegschneiden. Alles, wo du denkst, das stört nicht dein Mundgefühl, weg. Und so Blut, die Rinnsel und so, was hier noch ist, einfach wegschneiden. Das mache ich gerade schnell. Und dann geht es schon weiter mit dem Zerteilen. Wichtig ist noch, hier in diesem Innenfilet ist gern so eine Sehne drin. Wenn du Glück hast, kannst du die so rauspulen, hältst hier fest, ziehst hier einfach raus. Mit der Gabel oder mit dem Messer. Manchmal klappt das, manchmal geht es doch nicht, wie jetzt hier. Dann einfach drunter greifen mit dem Messer und rausschneiden. Hauptsache weg. Richtig. Weil die stört dich nachher im Mund. Wollen wir nicht. Ne, muss weg. Ja. Und dann, schon ganz gut hier noch weg. Wie gesagt, schöne Hähnchenbrust. Und jetzt eigentlich nur in relativ grobe Stücke schneiden, weil du willst nachher ein bisschen was Substanz haben. Also nicht zu klein, sondern wirklich ungefähr die Größe hier. Das machst du schnell fertig und dann geht es schon weiter. So, unser Hähnchen ist geschnitten. Und jetzt kommen wir erstmal zur Marinade. Das heißt erstmal unseren griechischen Joghurt. Dann unseren ganzen Gewürze. Und dann den Saft der Limette. Wir haben auch schon Butter Chicken gemacht, da hatten wir keine Limette zu Hause, da haben wir eine Zitrone verwendet, da haben wir dann eine halbe Zitrone genommen. Geht also genauso. Super. Und dann erstmal vermischen. Bist du heute sparsam unterwegs? Wieso? Weil ich dir extra den Schneebesen hingelegt hatte. Ja, aber jetzt habe ich ja hier einen Beutel. Den Dings. Ja, perfekt. Guck mal, geht ja genauso gut. Ja, Schneebesen wäre jetzt die schnelle Variante, aber passt doch, guck mal hier. Richtig, passt. So, und dann kommt da schon unser Hähnchen rein. Und dann das Hähnchen schön überall mit vermengen. Dauert das ein bisschen. Überall was dran ist. So, der ganze Krempel kommt jetzt Minimum eine Stunde wieder in den Kühlschrank. Besser ist 2 bis 3. Optimal ist eigentlich über Nacht. Je länger du es marinieren lässt, desto zarter ist dein Hähnchen. Wir haben aber auch schon die schnelle Variante gemacht mit 1 Stunde. Schmeckt auch gut. Die werden wir auch heute machen, weil es muss ja ein bisschen vorangehen. Genau. Dann bis gleich. So ungefähr 3/4 Stunde rum jetzt. Wir machen halt ein bisschen mehr Gas. Dann schneiden wir jetzt schon mal unsere Zwiebeln und unseren Knoblauch.
versuche heute mal wieder relativ fein. Einfach versuchen, so ungefähr die Würfel zu schneiden. Wir bestellen auch ab und an mal beim Lieferdienst, ne? Ja. So an so einem richtig faulen Tag, wo man auf nichts Lust hat. Wir haben aber auch einen extrem guten Inder hier in der Nähe. Richtig. Der ist wirklich richtig gut. Genau. Und da ist einer der wenigen, wo man wirklich sagen kann, da kann man sich einen Butter Chicken mal richtig gut bestellen. Außer du bestellst extrem, also scharf. Aber ich glaube, das ist sowieso normal. Also das indische Schaf ist nicht das deutsche Schaf. Oh ne. Aber unser Inder ist wirklich toll. Also da kann man toll bestellen. Trotz dessen gibt es natürlich auch Lieferdienste, die nicht so performen. Na gut, ich sag mal so ein Multikulti-Lieferdienst, wo es alles gibt, von der Currywurst bis zum Döner, bis zur Pizza, dann weiß ich noch vietnamesisch und Dings. Irgendwo muss an der Kernkompetenz liegen. Und das passt dann irgendwie Ja, nicht. genau. Und für den Fall machen wir halt auch unser Butter Chicken schon mal selbst. Ne? Richtig. Beziehungsweise zeigen den anderen, wie wir es zu Hause machen, wie es uns gut schmeckt. Richtig. Ich esse eigentlich immer Butter Chicken, ne? Ja. Du Ich variiere wechselst ja mal. schon mal. Ja. Mit Tikka Masala, Muss ich mal was Neues ausprobieren. Tandoori-Hähnchen. Wir haben auch ein tolles Rezept für ein Knoblauchnahenbrot. Ja, Könnten wir eigentlich auch mal abfilmen. klar, gerne. Jo, das ist alles geschnitten jetzt. Oh, ein bisschen gefuscht. Jetzt ist alles geschnitten. Jetzt gehen wir schon an unsere Pfanne und machen da weiter. So, wir fangen an mit unserer Pfanne. Kommt jetzt erstmal unser Butterschmalz rein. Ein guter Schlag. Ein guter Schlag. Kann jetzt erstmal heiß werden, unser Butterschmalz. Und dann werden wir erstmal schön scharf die Zwiebel und den Knoblauch anbraten. Unser Butterschmalz ist jetzt heiß. Und jetzt kommt schon unsere Zwiebel und unser Knoblauch hier rein. Braten das alles gerade schnell an. Unsere Zwiebeln sind jetzt glasig. Und jetzt kommt schon unser Hähnchen dabei. Komplett mit der ganzen Marinade. Alles, was da ist. Keine Urzen machen. Das ist alles Geschmack. Dann einfach mal grob verteilen erstmal. Und erstmal liegen lassen. Dass es schön anbrutzelt. Das ist natürlich wie immer auch kein authentisches indisches Gericht, ne? Nö. Das ist jetzt unsere Abwandlung, wie du zu Hause in der Küche ein leckeres Butter Chicken machen kannst. Genau sieht's aus. Wenn du ein Original machen willst, guck dir ein anderes Video an, guck in ein indisches Kochbuch oder geh am besten zu einem tollen indischen Restaurant. Aber lass es das dir hier ist zubereiten. die Nummer, wie es für uns lecker und schnell geht. Richtig, wie du zu Hause am besten schnell zubereiten kannst. Und jetzt einfach nur anbraten lassen. Auch ruhig ein bisschen dunkel werden lassen, dass man schöne dunkle Spitzen überall hinbekommt. So, jetzt rühren wir die ganze Sache mal um. Ja, das hier wollen wir. Hey, so schöne dunkle Flecke. Dunkle Flecken. Ja, merkst auch, wie der Joghurt wieder sich ein bisschen auflöst, ein bisschen flüssiger wird und auch wieder liegen lassen. Normalerweise kommt jetzt hier noch Ingwer mit rein. Wir hatten leider keinen frischen da. Deswegen haben wir jetzt den Ingwer eben bei den Gewürzen in Pulverform drin. Also der frische ist besser. Wichtig ist, das Hähnchen nicht komplett durchschauen. Also wirklich anbraten, scharf von allen Seiten. Und dann wird gleich schon aufgegossen mit unserer Passata. Weil wenn du das jetzt komplett durchschaust, auch wenn er vorher mariniert war, dann wird es irgendwann zäh. Und wir wollen ja ein ganz saftiges Hähnchen. Wir wollen ein saftiges, zartes Hähnchen haben. Genau. Vor allem, wenn du so einen riesen Brocken hast und hast dann so einen Kaugummi im Mund, will keiner haben. Deshalb, wir haben jetzt hier überall so ein paar Röststellen, die passen für uns. Jetzt kommen wir schon zu unserer Tomatenpassata. Ungefähr die 3/4 Flasche. Der Punkt ist aber auch erreicht, wenn die Gewürze richtig ihr Aroma abgeben und die ganze Küche riecht. Dann merkst du auch, was Sache ist. Oh ja.
Oh, ein bisschen Ein kann Schluck, auch. ein Schluck. So. Ich habe jetzt die Hitze schon runterreguliert auf ungefähr auf halbe Kraft, weil unsere Pfanne hier, die hält unheimlich die Hitze. Auf unserem alten, klapprigen Ceranfeld hier. So, jetzt kommt schon unsere Sahne dabei. Die wieder unterrühren. Ja, dann sieht es auch nicht mehr nach einer Gulaschsuppe aus, sondern so langsam mal nach einem Ja, Butterhähnchen. das ist wohl wahr. Butterhähnchen. Butterhähnchen. Butter Chicken. Butter Chicken, ja gut, weil es auf Deutsch übersetzt. So halb Deutsch. Ja, das wäre dann ein Butterhähnchen. Ein Butterhähnchen, genau. So war ein bisschen decklich. So, und dann kommt auch noch unsere Butter mit rein. Ein paar Flöckchen. Ein paar Flöckchen, weil Fett gibt Geschmack. Genau. Die lassen wir jetzt schmelzen. Und dann ist unser Butter Chicken schon fertig. Genau. Das Fleisch muss noch ein bisschen durchgaren. Richtig. Und wir schmecken vielleicht auch noch mal ab. Und dann war es das. Kommen wir gleich schon zum Anrichten. Gut. Unser Butter Chicken ist jetzt schön durchgezogen. Jetzt machen wir noch ein bisschen frischen Koriander rein. Bei uns ist es leider kein frischer, sondern TK-Koriander. Der ist frisch, aber den haben wir eingefroren. Ja. Gewürze, oder vielmehr Kräuter, nicht Gewürze, sondern Kräuter, immer am Ende rein. Aber wenn du die zu lang mitkochst, dann verlieren die an Geschmack. Und an Farbe. Richtig. Und deshalb Hitze runter jetzt. Dann schön den Koriander drunter rühren. Da haben wir schon unseren Reis stehen. Und dann können wir schon schöppen. Die Ausschöppen. Fraktion Bäh Koriander lässt natürlich weg. Ja, Ist aber schade, ne? ja, die kann auch gerne von mir aus ein anderes Rezept gucken. Hier ist unser Rezept, den machen wir Koriander. Und dann holen wir uns einen ordentlichen Schlag von unserem Butterchicken. Und dann schön bei den Reis. Haben eine wunderbar cremige Soße. Und auch ein wunderbar zartes Hähnchen. Und jetzt machen wir noch so als Ausgleich einen schönen Schlag von unserem griechischen Joghurt da drauf. Also im Endeffekt will mein Mann sagen, er gleicht damit jetzt die Würze und die Schärfe aus und gibt dann obendrauf nochmal richtig scharfes Chili-Pulver. Richtig, ein paar Chiliflocken. Ja. Guten Einfach Hunger, der so. Teller ist für dich. Ja, ich freue mich drauf. Und so geht unser Butter Chicken. Einfach zu machen, unheimlich schnell, richtig gut. Und zu 90% besser als jeder Lieferservice. Dem stimme ich zu. Rezept wie immer auf unserer Homepage www.ungers-kitchen.de. Lasst dich schmecken und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, und lass uns ein Like da. Auf jeden Fall. Ciao. Tschüss.